Buzzing, kurzum Mundstückspiel, ist eine wunderbare Sache, um sich auf Reisen fit zu halten bzw. auch sich aufzuwärmen. Es gibt hier die unterschiedlichsten Trainingsgeräte, TED, Mach, hier haben wir noch den Buzzer und der Pump-It ist natürlich auch nicht zu vergessen. Wir machen heute Übungen genau hierzu und ich entscheide mich diesmal für den Buzzer. Der ist sowieso immer ganz gut, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, mit dem Auto zum Beispiel, und man macht sich vor einem Auftritt ein bisschen locker, ein bisschen weich, man lässt sein Lippenmaterial einschwingen. Heute geht es aber darum, dass wir ins Buzzern bzw. ins Buzzing starten. Und hier stellt sich immer die Frage, wie gehe ich jetzt an die Sache ran? Also beim Buzzer haben wir es hier, zwei Löcher, eins oben, eins unten. Man kann hier ohne Probleme, zum Beispiel mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger, ein Loch verschließen und der Buzzer liegt da wunderbar in der Hand. Beide geht nicht, ne, sonst kommt keine Luft mehr raus, Druck steigt etc. pp. Ist klar. Das heißt, wir müssen uns ja erstmal an dieses Trainingsgerät gewöhnen. Nicht gleich die wildesten Sachen spielen, sondern es geht in erster Linie mal darum, auf dem Buzzer einen Ton zu spielen und den am besten Fall dann immer wieder zu treffen, das heißt zu wiederholen. Das kann dann so aussehen. Na, man kann sich wunderbar beobachten, vor allem beim wiederholenden Ton. Wie fühlt sich mein Hals an? Wie schwingen meine Lippen? Wie klingt der Buzzer? Bekomme ich die Luftblockade frei in den Buzzer oder habe ich hier schon engen Hals zum Beispiel? Wie ist die Ansprache vom Buzzer? Muss ich etwas mehr geben an Luft? Mache ich etwas weniger? Ich empfehle dir immer so im Mezzo-Forte, Mezzo-Piano, Mezzo-Forte-Bereich zu starten, also in einem gesunden Mittelmaß und immer einen Ton spielen, löschen, neu, Ton spielen, löschen. Das heißt, du lernst hier immer wieder auf der gleichen Tonhöhe einzusetzen, wie eben später auf der Trompete auch. Wenn du zum Beispiel hintereinander so eine Tonwiederholungsübung spielst, geh weg, nur als Beispiel. Und der zweite Schritt ist letztendlich dann auch etwas in Bewegung zu gehen. Halbtonschrittweise zum Beispiel. Man ist, wenn man ein Loch verschlossen hat, auch ziemlich nah am Widerstand der Trompete. Das heißt, man trainiert nicht auf eine vollkommen andere Art und Weise, sondern man versucht einzelne Punkte, wie zum Beispiel Buzzing mit dem Buzzer und dann Trompetenspiel zu kombinieren. Immer erstmal das eine, wie zum Beispiel beim Aufwärmen, dann das weitere eben auf dem Instrument. Wenn du jetzt im Urlaub bist, hast du eben den Buzzer dabei, dann machst du diese Übung eben auf dem Buzzer. Wenn du jetzt zum Beispiel diese zwei Übungen schon gemacht hast, gehen wir einen dritten Schritt, also einen Schritt weiter. Wiederholung. Oder also glissande Übungen. Und das Ganze natürlich nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Oder tonleiterartige Übungen spielen. Und du hast jetzt schon 5 Übungen, die du immer, wenn du deinen Buzzer auspackst, machen kannst. Wir wiederholen nochmal. Angestoßene Töne, das heißt immer wieder neu einzusetzen. Dann
Halbtonschrittweise Bewegung. Das wäre die zweite Übung. Das kannst du mit einem Halbtonschritt machen oder auch mit 2, 3, je nachdem. Glissando-Übung, nach unten, auch nach oben natürlich. Tonleiterspiel, da haben wir schon die 4. Übung. Und die 5. Übung kann natürlich sein, dass du zum Beispiel sagst, da geht es in Richtung Töne schleudern. Das heißt, du nimmst einen Startton, schleuderst nach oben und wieder nach unten. Und versuch immer, dass der Ton permanent da ist. Das heißt, dass es keine Abbrüche gibt. Das waren die ersten 5 Übungen für deinen Start ins Buzzing, ins Buzzern mit den unterschiedlichsten Trainingsgeräten, die du eben zum Warm-up bzw. auf Reisen zum Beispiel, um dich fit zu halten, benutzen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Welche Übungen machst du zum Beispiel mit dem Buzzer? Schreib's unten in die Kommentare und am Ende gerne noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.